We've been waiting for this all season long. The finale, the title decider, under the lights here in Abu Dhabi. It's lights out, away we go. Da sind wir wieder. Liebe Community, danke fürs Zusehen. Ja, wir sind wieder da und zwar mit dem Finale der Champions. Drehen noch mal kurz hier an unseren täglichen Spin. Wir haben ein paar Rennen schon gemacht. Leider wieder nur Coins bekommen. Wir haben ein paar Rennen schon gemacht und wir schauen uns mal zusammen die Tabelle an. Ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden. Ich habe euch links und rechts wieder eingeblendet, was wir in den ersten 6 Rennen gemacht haben. Links welche Strecke und rechts natürlich die Strategie und die Platzierungen. Leute, wir haben ein bisschen umgeswitcht. Ich habe mal Perez genommen, weil ich bin gestern auch noch ein bisschen rumgefahren und habe auch selber gemerkt, dass das mit Leclerc oder halt mit George Russell bei so Events nicht unbedingt empfehlenswert ist. Es sei denn natürlich jetzt, wenn ich Perez jetzt auf 2, 3, sogar auf 4 gehabt hätte, dann hätte sich Russell und Leclerc definitiv auf 6 gelohnt. Allerdings habe ich Perez auch auf 5, genauso wie Max Verstappen, und dann fahren wir halt auch mit ihm. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, wie gesagt, die Tabelle haben wir ja mal kurz gesehen, jetzt gehen wir mal wieder drauf. Haben wir 210 Punkte in den ersten 6 Rennen und ja, wir gehen direkt mal in die letzten 2 Rennen. Wir gucken mal noch vorher nach, was für Boosts wir benutzen in Holland. In Holland wäre gut Überholen und Tempo natürlich, also Holzfäller und Straßenhai. Wie eigentlich immer meine 2 Lieblingsboosts aktuell und ja, lass uns mal in Holland reinspringen. So, Gegner ist da, 1663, natürlich wieder einen dicken Brummer, hatten wir auch die ganze Zeit eigentlich, also die ganzen 6 Rennen hatten wir nicht einen Rivalen, der weniger Teampunkte hatte, aber trotzdem, alles gut, solange er nicht gegen uns fährt, ist alles wunderbar, der soll da seine Punkte machen und wir machen unsere. Und ja, lass uns hoffen in Holland, dass wir jetzt noch in Holland und natürlich dann noch in der letzten Strecke gute Punkte erzielen, sodass wir ohne Probleme uns irgendwo oben positionieren. Wir gucken uns gleich mal auch mal die Tabelle noch mal genauer an. Hier Holzfäller rein und hier mit Perez geht auf Medium raus. Beide eine Einbox-Strategie in Holland. Ja, Strategie sollte jedem bekannt sein. Wenn nicht, schaut mal auf dem Kanal bitte. Da findet ihr fast jede Strecke, ja, fast jede Strecke. Also los geht's, wir boosten hier am Anfang, versuchen gut wegzukommen. Platz 11, Max Verstappen, gehen wir ein bisschen auf die Nahaufnahme hier. Verteidigen Platz 11, Perez auf Platz 15 nach der ersten Kurve. So, jetzt hier gehen wir runter vom Gas. Da besteht noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Platz zu machen auf Verteidigung. Aber verteidigen erstmal unsere Position. Hier können wir wieder Gas geben. Auf einen Überholvorgang, sehr schön von Max. Was haben wir vor uns? Jetzt haben wir jemanden auf Hard, also Carlos Sainz. Und danach kommt unser Rivale. So, Sainz haben wir schon gemacht. Und jetzt auf der langen Geraden sollte doch der Holzfäller Boost. Da wurden wir geblockt. Okay, gut. Bleiben weiter auf Gas. Perez überholt. Max Verstappen auch, sehr gut, hier gehen wir wieder runter vom Gas. Sieht so, Perez hat da wunderschöne Arbeit geleistet. Sehr, sehr schön von Sergio Perez hier. So, mit dem Booster sind die so auf einem Powertrip, ja, deswegen benutzen wir jetzt bei den Events natürlich auch immer die Fahrer, die uns da zur Verfügung gestellt werden. Weil ihr habt selber gesehen, Perez, was der gerade gemacht hat, sowas macht Russell oder Leclerc nicht. Die machen das nur nach hinten. So, jetzt hier nochmal auf der Geraden. Max Verstappen hier nochmal die Chance, den Mercedes zu klären. Machen wir ihn? Jawohl, machen wir. Und Sergio Perez klärt sogar auch noch Position 11. Unser Rivale, habt ihr gesehen, in der ersten Kurve, fliegt da aus der Kurve raus. Sehr interessant. So, wir kommen jetzt mit Max Verstappen, kommen wir für die letzten 4 Runden auf Medium. Versuchen hier noch ein bisschen zu drücken. Allerdings ist das gar nicht so leicht. Die Jungs vor uns sind hier auf Medium und dann auf Hard. Also die machen hier ein bisschen Stau, die NPCs. Aber alles okay, wir kommen sowieso in die Pits. Hoffen, dass wir gut reinkommen, dass wir auch gut wieder rauskommen. Wurden jetzt ein bisschen gestört vom Mercedes da vorne, aber passt. So, hier jetzt Sergio Perez. Hat hier Probleme, den Ferrari zu überholen. Und habt ihr den Bottas gesehen oder wer das war dahinter? Die gehen da alle
Die fliegen da alle raus aus der Kurve. Sehr interessant hier. Sehr interessant zu sehen. So, jetzt kommt Sergio Perez rein. Ja. Den geben wir für die letzten 3 Runden natürlich schöne Softies und dann geht's los. Hier, wir haben hier einige Leute vor uns, die auf hart sind. Das ist gut für Max Verstappen, weil er jetzt die ganzen Leute überholen wird. Natürlich, Sergio Perez kommt jetzt in die Pits. So, und jetzt hier Schwung, mit ganz viel Schwung. Jawohl, unser Max Verstappen hier müsste auf Position 9 rauskommen. Nein, da geht er auch ein bisschen zu weit aus der Kurve, aber alles okay. Perez kommt sehr, sehr sauber hier raus aus der Boxengasse. Sehr, sehr schön. Unser Gegner hat auch schon fertig gepittet. Das sollte es doch gewesen sein für ihn jetzt. Wir geben jetzt nochmal hier Gas. Wir haben noch 4 Leute vor uns, die pitten müssen. Platz 4. Weiß ich nicht, ob wir da rankommen. Wird ein bisschen schwer. Ah, da werden wir auch noch vom Rivalen überholt. Sehr ärgerlich. Der stört uns da, mein Gott. Das meine ich, wenn die Jungs gegen uns fahren, dann haben wir ein Problem. So, wir gehen mal mit Max Verstappen runter und lassen das mal Perez klären. Da vorne. Sehr, sehr ärgerlich, dass wir da die Position abgegeben haben an unseren Rivalen. Der hat dann sogar noch eine Position gemacht. Jetzt steht da Pierre Gasly vor uns, der uns jetzt absolut hier hindert, jeden Überholvorgang hier zu machen. So, jetzt gehen wir an ihm vorbei. Sehr schön. Und jetzt können wir auch... Oh mein Gott, jetzt verliert sogar Max Verstappen noch die Position. Wahnsinn. Das ist immer so eine Sache, wenn man sich auf einen Fahrer konzentriert. Deswegen fahre ich auch eigentlich immer in dieser Kamera hier, damit wir auch sehen, genau, was unsere beiden Fahrer machen und nicht nur einer. Ja? So, haben jetzt erstmal die Führung wieder geholt. Sieht auch gut aus mit den Punkten. Haben hier 34 Punkte, wie wir sehen können. Unser Perez wird Max Verstappen anscheinend nicht überholen, so wie es aussieht. Er müsste den Max Verstappen hier auf 6 haben. Deswegen wird es auch so problematisch. Ja? Müssen jetzt mal ein bisschen runter hier vom Gas mit Perez, weil sonst verlieren wir hier das komplette Rennen. Hier können wir mal ein bisschen Gas geben. Ihr seht auch, der Mercedes da vorne. Ja, so, Rennen hier. Haben keinen Sprit mehr, bringen trotzdem Platz 7 nach Hause. Alles gut, Platz 7 und Platz 8. 35 Punkte. Sieht sehr gut aus. Wir springen mal ins letzte Rennen. Ist da, letztes Rennen, 1558. Da hat uns schon mal einen Gefallen getan. Hat uns nicht allzu einen starken Gegner gegeben. Und in Frankreich werden wir auch anders fahren wie gestern. Werden Sergio Perez direkt mal auf hart rausschicken, so wie es aussieht. Gucken uns da mal auch die Zeit an, die Rundenzeit. So, sind 38, ist alles okay. Also es lohnt sich, definitiv. Werden wieder mit Max Verstappen mit Holzfäller rausfahren und mit Sergio Perez mit Straßenhai. Wie gesagt, werden auf hart gehen mit Perez für 4 Runden. Und lass uns hoffen, dass es besser funktioniert wie auf Medium gestern. Und ja, lass uns mal hier das letzte Rennen, Leute, machen. Kommen auf jeden Fall über 250 Punkte. Das steht schon mal fest. Das ist schon mal gut. So, jetzt können wir hier ein bisschen Gas geben mit Max. Ja, unser Sergio, was ist das denn da? So, jetzt hier, ja, schön weg. So. Versuchen jetzt hier mit Max ein bisschen Gas zu geben. Versuchen hier die Leute vor uns zu überholen. Gucken mal kurz hier rein, wie es hier aussieht. Ja, man könnte einen 3-3-2 machen und ich glaube, das ist auch das, was wir machen werden. Ja, gucken wir mal gleich, wie sich das hier entwickelt. Versuchen jetzt mal in der zweiten Runde einen kleinen Gap aufzumachen hier. Jawohl, sehr schön hier von Max. Hat Position 10 überholt. So, und gehen jetzt hier mal auf Verteidigung und schauen uns das mal an, was unsere Fahrer hier machen. Da hatte mal kurz Max Verstappen den Vordermann überholt gehabt. Pierre Gasly musste die Position allerdings wieder abgeben. So, hier können wir hier ein bisschen Gas geben. Den Gap haben wir aufgemacht ein bisschen, allerdings nicht ausreichend. Also vor uns ist Pierre Gasly auf Softs. Der wird uns daran hindern, definitiv hier für die nächsten paar Runden. Also heißt das für uns, dass wir jetzt hier reinkommen und machen wieder einen Undercut. Kommen gut rein, ja, kommen sehr, sehr gut rein sogar. Da kommt sogar noch einer rein.
gibt so gesehen Sergio Perez da so ein bisschen Luft. So, Max Verstappen jetzt auf Platz 21. Sehr eng hier hinten. Er muss die Jungs da klären. Platz 19, sehr schön. Wir gehen jetzt hier runter vom Gas und entspannen uns mal ein bisschen. Unser Gegner fährt eine 4-4 mit beiden Fahrern, so wie es aussieht. Max Verstappen auf Medium. Eventuell kommt er sogar jetzt schon rein. Da wurden wir jetzt geblockt. Nein, der kommt nicht rein, der fährt weiter. Wir müssen hier mit Sergio ein bisschen Gas geben. Der kann sogar 5 Runden fahren, sehe ich gerade. Und das lässt mich jetzt ein bisschen nachdenken, weil das Problem ist auch, dass wir halt wir müssen mit Max Verstappen auch zur 5. Runde wieder rein. Das heißt, wir würden Stau verursachen. Ja, also ist das gar keine gute Idee. Also kommen wir mit ihm definitiv jetzt rein. Werden ihn dann nochmal neue harte Reifen geben und dann werden wir ihn dann nochmal für die letzten 4 Runden losschicken. So, jetzt die meisten kommen jetzt in die Boxengasse. Sehr schön hier von Max Verstappen. Platz 8 müsste er noch machen. Hoffen wir. Perez kommt auch sehr schön raus. Gehen mal kurzzeitig in Führung sogar. So, Max Verstappen kommt jetzt in dieser Runde rein. Und ihr seht auf hart, das funktioniert ganz gut. Ja, das ist okay, was Perez da macht. Ist halt nicht so viel Attacke und alles. Allerdings können wir uns das nicht erlauben. Da gibt Verstappen noch vor der Boxeneinfahrt, gibt er noch den Platz ab. Ja, also unglaublich wieder, dass wir da wieder 1-2 Sekunden verloren haben. So, jetzt muss Max Verstappen da Platz 15 klären vorne. Yuki Tsunoda, weg ist er. So, perfekt. Da gehen wir mal mit Perez, gehen wir auf Verteidigung, damit wir ein bisschen Platz machen hier für Max. Hoffe, dass er seinen Teamkollegen hier so schnell wie möglich überholt. Jawohl, da zieht er an ihm vorbei. Sehr schön. So, können wir wieder auf reguläres fahren mit Perez. Der Gegner fährt mit einer 4-4 da vorne mit Max Verstappen ziemlich gut raus. Sieht ziemlich gut aus, was er da macht. Sehr schön von Perez. Sehr schön von Perez, dass er sich da auch nochmal vor dieser ganzen Kolonne da vorne hin platziert hat. Das ist sehr, sehr gut sogar. So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben noch Bottas vor uns, Norris vor uns, die noch pitten müssen und Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ist auf Position 5. Das wird ein bisschen schwer, ihn da zu überholen. Wir gucken mal, was gleich passiert. Kommt jetzt rein. McLaren kommt noch rein. Sehr schön. Und der Alpha. So, wir befinden uns jetzt hier auf Position 7 und 8. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Ein Gegner mit Perez da hinten ist gar nicht so leicht für ihn, Position zu halten. Ja, deswegen gut, dass wir die Boosts benutzt haben. So 7 und 8, das sieht doch schon mal gut aus. Das wären noch im letzten Rennen dann nochmal weitere 35 Punkte, wenn wir die nach Hause fahren. Perez, gib Gas. Jawohl. Perez hat nochmal schön die Position verteidigt. Gegenüber, ich glaube, das ist sogar Lewis Hamilton. Musste das sein, oder? Yep, ist Lewis Hamilton auf Soft, hat er auch noch verteidigt. Sehr, sehr gut. 35 Punkte fürs letzte Rennen, Leute. Wir schauen uns mal zusammen die Tabelle an. Wahnsinn, dass er mit seinem Max Verstappen da ohne Boost auf Platz 3 gefahren ist. Schauen wir uns noch mal kurz auch das Setup an. Ich habe am Setup nichts geändert, Leute. Wir haben das gleiche Setup wie gestern drin. Bin gestern auch ein bisschen rumgefahren. Oh, der hat sogar Perez und Max Verstappen auf 7. Ey. Fährt hier mit Prestige. Keine Ahnung warum. Ja, zu wenig Aero. Keine Ahnung, warum das die Leute machen. Aber ja, soll uns doch recht sein. Hauptsache, wir gewinnen. Oh, sehr schön. Gucken wir uns nochmal die Tabelle an zusammen. Ja, ist gar nicht so leicht, jede Woche hier dran teilzunehmen und da eine gute Platzierung zu fahren. 280 Punkte. Ich bin soweit zufrieden. Wir haben hier diese
Leute hier, Matthew Cross mit 273 haben wir überholt. Dann haben wir noch hier den Japaner überholt, hier vorne Felix, Leon auch und Hiroki. Also da wollte ich mich schon vor den setzen und das hat funktioniert. Bin soweit zufrieden. 280 Punkte ist total super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, Leute, können wir uns auch mal kurz hier anschauen. Schauen wir uns mal hier ein. Ne? Ihr seht selber. Im Moment fast unmöglich. Ich brauche bessere Teile und bessere Fahrer und dann können wir mal da oben mitspielen. Dauert noch ein bisschen, aber wir geben alles. Leute, von mir war es das heute. Ich hoffe, dass ihr ein erfolgreiches Finale hattet. Hinterlasst dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen mit den Belohnungen. Und vergesst nicht, dass wir am Dienstag, so wie es aussieht, werden wir ein neues Update haben. Natürlich werden wir auch einen neuen Pitpass kriegen. Und ich denke mal, es wird eine Zusatzfunktion oder sowas geben. Also wir sind alle gespannt. Vergesst bloß nicht, den Kanal zu abonnieren, Leute. Kostenlos natürlich. Und ich werde euch dann immer auf den Laufenden halten, was hier im Spiel aktuell so abgeht. Also von daher, schaltet morgen nochmal ein und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und zwar morgen. Bleibt mir gesund und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Ciao!